So, in Skopje hat es jetzt 3 Tage geregnet, ist aber nicht so schlimm. Wir hatten noch 3 Tage gut was zu tun an der Arbeit. Und morgen geht's raus in die Natur zum Canyon, Matka Canyon. So, hallo aus Skopje, richtig geil hier, blauer Himmel, 30 Grad, super schöne Stadt. Es könnte alles so schön sein, aber dann ist es manchmal doch nicht so schön, wie man denkt. Das Leben als Reiseblogger ist schon manchmal herausfordernd. Wir wollten heute eigentlich unser E-Book launchen, haben alles fertig, Gewinnspiel dazu ist fertig, Landingpage, das E-Book ist seit einer Woche fertig. Aber jetzt müssen wir noch warten, weil die Landingpage nicht responsive ist. Und wir hatten sie auch schon responsive und es hat auch alles schon funktioniert. Aber aus irgendeinem Grund ist es jetzt seit 3 Tagen nicht mehr. Wahrscheinlich ist es ein Plugin-Konflikt, obwohl ich eigentlich auch nichts Neues installiert habe. Bin mit den Theme-Developern in Kontakt. Die haben aber auch keine Lösung. Alle Foren schon durchgeforstet. Und jetzt heißt es nur warten. Und es nervt, weil wir haben wirklich das Buch schon in Neuseeland angefangen zu schreiben, vor 2-3 Monaten. Und es zieht sich jetzt am Ende so mega wahnsinnig hin. Und wir wollen es endlich online haben. Wir wollen eigentlich mal einen Schlussstrich machen und diese Reise genießen und können es noch nicht so ganz. Naja, so ist es manchmal. Und jetzt laufen wir stattdessen hier noch ein bisschen schön durch die Stadt und gucken uns das mal an. Hallöchen. So, in Skopje hat es jetzt 3 Tage geregnet, ist aber nicht so schlimm. Wir hatten noch 3 Tage gut was zu tun an der Arbeit. Und morgen geht's raus in die Natur zum Canyon, Matka Canyon. Und jetzt nehme ich euch erstmal mit in unser Apartment. Gucken wir, was es heute gibt. I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain, 'cause I know you're on the run. I'll take the pleasure and the pain, your secrets to my grave, 'cause you are the only one, 'cause you are the only one, the only one. 'Cause you are the only one, the only one.
So, heute treffen wir Elena von Travel Mood On, ist eine einheimische Reisebloggerin, die wir hier irgendwie gefunden haben. Und ja, mal gucken, was wir gleich noch so herausfinden werden, weil sie uns noch ein paar geile Hidden Spots hier zeigen will. They need to accept that in other countries it's not like home. But I'm just wondering, why do people in general complain? Because it leads to nothing, doesn't it? Because they probably not there's sense. a programming in their mind because Just negativity. just like Ja, mega krass, was Elena uns alles erzählt hat. Seit 2014 gibt es ja hier gab es die Kampagne, hier alles umzubauen, aufzubauen, mega zu errichten, mega Gebäude. Aber alles ist aus super billigem Material gemacht. Deswegen war auch alles innerhalb von 3 Jahren, 4 Jahren fertig. So, wir stehen jetzt hier in Skopje oben an einem Cable Car und sind extra heute angekommen, beziehungsweise hierher gefahren, weil es hieß, gestern ist zu. Und was passiert jetzt? Last Tuesday in the month, which is today, it's also closed. Ja, ziemlicher Scheißendreck, dass es jetzt heute zu hat, weil heute unser letzter Tag hier ist in Skopje und morgen geht es weiter nach Pristina in den Kosovo. Morgen früh besser gesagt. Und eigentlich wollten wir das heute schon noch sehen, weil es so auch das Must-See ist. Es ist ein Kreuz, was über 70 Meter hoch ist, beziehungsweise knapp 70 Meter, doppelt so hoch somit wie die Jesus-Statue in Rio. Und schon, also ich würde es echt gerne sehen. Jetzt müssen wir echt gucken, ob wir morgen früh hier noch hochballern und uns das reinziehen, weil wir morgen früh halt wirklich früh fahren und ja, mal schauen.